Servus zusammen, wieder schauen wir uns einen Einheit DPCD 1870 an. Das ist der neue 70 Newtonmeter Akkuschrauber von Einheit. Da habt ihr Drehmomentverstellung, da habt ihr die Verstellung auf Schlagbohren, Bohren oder Schrauben. Bohrfutter ist wie beim alten DPCD. Finde ich ganz gut eigentlich. Erster, zweiter Gang, sehr leichtgängig, aber nicht zu leichtgängig, passt wirklich super. Links-Rechts-Verstellung. Na, funktioniert nicht so wie ich es haben will, dass in der Mitte immer ist. Da seht ihr, dass es der 1870 ist, der neue 500 Umdrehungen im ersten, 2000 im zweiten. Wie hoch die Schlagzahl ist, weiß ich nicht. 20 cm Länge. Und das Gewicht schauen wir uns gleich an, mit Griff und ohne Griff, sonst gibt es eh nicht viel zum sagen. Optisch, haptisch, also das Geräusch hat sich sehr geändert. Ist eindeutig ein anderer Motor, ist nicht der wie im 1860er. 100% nicht, der klingt eher wie der TECD, eher die bürstenlos. Ich hoffe, dass der wirklich mehr Drehmoment hat als der 1860 oder als der TECD. Ist so viel wirklich, schauen wir dann bei den Tests, was dann rauskommt. Und wie er sich beim Schlagband schlägt. So, da schauen wir uns nochmal die verschiedenen Drehmoment-Tests an, was ihr machen wollt, um wirklich zu überprüfen, kann das wirklich sein, dass es 70 Newtonmeter angegeben hat, aber kaum stärker ist als der 1860er oder ist der TECD LI bürstenlos und dann Sigi 18,7 beim Test wieder. Und das finde ich ganz komisch. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger. Gut ist halt nicht wie beim DPCD 1820, dass er dann, wenn man dann die Schraube rausdrehen will, das nicht mehr schafft, weil er zu wenig oder ich weiß nicht, wieso bei der Abschaltung so reagiert, nehme ich an. Denke nicht, dass es an der Leistung liegt, sondern die Abschaltung reagiert so. Seht ihr, er hat sie versenkt, gequält und schafft es beim ersten Mal aus. Das ist ja ganz gut, finde ich. Das haben manche Akkuschrauber nicht. Das ist eins, was ich jetzt noch in Zukunft testen werde, wie hoch das maximale dann, wie muss man sagen, Lösemoment ist, wenn dann die Schraube fest ist. Dann mit dem Vierer hat er es nicht ganz geschafft, zum Beispiel mit dem Sechser schon. Kann auch am Holz liegen, kann auch am Akku liegen. Ich weiß nicht, das kann man nicht hundertprozentig sagen, aber da schauen wir uns kurz die Kupplung an. Die Kupplung funktioniert relativ gut, ist relativ feinfühlig, auch kleine Schrauben werden versenkt, ist nicht wie bei anderen Akkuschraubern teilweise. Das ist wichtig, die Kupplung funktioniert ganz gut, der ist auch null gerutscht bei den Tests, also das ist einmal das Wichtigste. Kupplung funktioniert tadellos, da kann man sich nicht beschweren. Ihr seht, stufenweise geht es rein, wenn man die Drehmomentvorwahl ändert. Und rutschen tut es 0, das ist einmal ein ganz wichtiger Faktor. Und kommen wir nun zu den Bohrtests. Da wo er sich eigentlich eh nicht so schlecht schlägt, aber auch nicht perfekt, weil eben, seht 230er, zweiter Gang, logisch keine Chance mit dem Drehmoment, was er hat. Aber trotzdem wollte ich es zeigen. Erster Gang funktioniert ganz gut, muss man sagen, hat tadellos funktioniert. Im zweiten teilweise, werdet ihr sehen, er hat zwar die Leistung, aber er geht halt immer wieder in die Schutzabschaltung, was sehr störend sein kann, muss man ehrlich sagen. Und ja, schauen wir uns natürlich an, da kurz den alten DPCD, ganz anderes Geräusch. So, der habe ich schon gesagt, zweiter. Sehen könnt, fast bis Ende und dann geht er aus, aber schafft es easy. Nochmal, wenn man dann nochmal nachbohrt, der schafft es locker. Deswegen, da frage ich mich, seht ja,
Normalerweise kämpfen die, aber der hat nicht zum Kämpfen. Das verstehe ich nicht, wieso einer das macht, dass er so früh abschaltet. Da auch wieder, ich sehe jetzt eigentlich, bis auf das nochmal nachbohren, ist es perfekt. Also er geht wirklich schnell durch, vor allem geht er aus, obwohl die Drehzahl so hoch ist. Bei dem, beim 20er, ab 20er geht's ohne. Das ist aber leider sehr störend, das verstehe ich nicht. Er ist auf jeden Fall stärker als der 1860er oder als der TECD Ellie Bürstenlos, aber wieso er das macht, ja, seht's. Ansonsten eben 8x220 im zweiten Gang versenken, ist alles top, muss man sagen. Das sind alles Top-Sachen, was er da schafft, aber leider hat er nicht das größte Drehmoment und schaltet halt sehr früh ab im zweiten Gang, vor allem im zweiten, muss man sagen. Auch im ersten, aber im zweiten merkt man es nochmal deutlich, vor allem wenn man dann bohren will. Er hat zwar die Kraft, aber er geht jetzt sehr, 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 sehr früh aus. Also wenn man dann nochmal nachbohrt, schafft er es locker. Normalerweise, wenn die Kraft nicht reicht, dann genau am Ende tut er sich schwer, das Loch fertig zu bohren, weil es eben sich verkantet, weil eben die Späne unten stecken bleiben und es schwer ist und die Spitze nicht mehr zieht. Dann verkantet sich gern und da eben macht es einen Unterschied, ob er eben stärker ist oder schwächer. Aber er zieht es durch, er bleibt in der Mitte stehen und zieht dann komplett durch. Das ist einfach nur über reaktionsfreudige Schutzabschaltung, die einfach nervig ist, muss man wirklich sagen. Wenn man, ja. So, was habe ich beim jetzt Betonbohren gesehen und erlebt? Das ist einmal der DeWalt-Bohrer. Ich war wirklich immer begeistert von denen, aber was ich jetzt bei dem gesehen habe, ich weiß nicht wieso, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich sehe jetzt 30,3 Sekunden pro Zentimeter. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Kriege ich Fake-Bohrer, was ist da los? Ich habe bei Amazon bestellt, keine Ahnung. Normalerweise sind DeWalt-Bohrer ganz gut eigentlich in allen Bereichen, auch die günstigen. Komischerweise hat sich so schlecht an. Das ist Konex, ein deutscher Hersteller mehr oder weniger, was ich gesehen habe. Auf Amazon bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt Bosch Professional, der Multi-Construction Bohrer, ist jetzt, wie viel schneller der ist. 5,71 pro Zentimeter, mega schnell im Vergleich zu den anderen. Also von allen Akkuschraubern ist er Platz 16. Das wundert mich ehrlich gesagt, dass er das so gut gemeistert hat, weil der ist oft ausgegangen, aber auch wenn ich die Zeiten mit einberechnet habe, dass ich nochmal nachbohre, hat das ganz gut gemacht. Ich meine, das ist ja Verzögerung im Durchschnitt, würde ich sagen, von 0,45 Sekunden. Also das bedeutet einfach, dass er doch gar nicht so schlecht ist, aber das Abschalten nervt natürlich, leider. Aber zeitlich ist er von der Leistung her ganz gut, nur dass er halt sehr früh abschaltet. Das kann stören und ja, aber wirklich sehr gute Zeit, hätte man wirklich nicht erwartet, dass es so gut sein wird. Drehmoment ist ein anderes Thema, da ist er irgendwie, da schwankt schon ein bisschen, da war es 18, da war es 20, 22, ja, ich habe ihm wie jeden anderen Akkuschrauber den besten Wert gegeben, der noch realistisch ist und zum weichen Drehmoment zählt, in dem Fall sind es 22 Newtonmeter, heißt kaum bis gar nicht stärker als der 1860, er ist aber stärker als der 1860. Und dann schauen wir uns gleich die Lautstärke an. Da ist er auch ganz gut dabei, auch von der Tonart her ganz okay. 80 dB, 81 dB, je nachdem wie man es zählt, aber wirklich sehr, sehr leise, muss man sagen. Das ist ein ganz großer Pluspunkt für den 1870 im Vergleich zum 1860. Der ist 10 Dezibel laut, ein riesiger Unterschied. Die Tonart ist auch ganz anders beim 1860er. Das heißt, es ist einfach ja unglaublicher Unterschied und allein schon wegen dem würde man den 1870er eher kaufen als den 1860er, weil wenn man sich dann die Preise anschaut, schauen wir uns dann gleich an, aber davor nur das Gewicht und dann kommen wir zu den Preisen. So, das Gewicht, wie schon gesagt, 1400 Gramm, würde ich sagen, ist relativ okay. Ist jetzt wie die anderen, da ist ein normales Gewicht, ist halt nichts Besonderes. Ich meine, da gibt es nicht viel zum Sagen, ist halt auf jeden Fall mittelschwer, nicht leicht, gehört nicht zu den leichten. Ja. Gehört aber auch nicht zu den schweren, deswegen, ja, ganz okay das Gewicht. So, was schauen wir uns da an? Da schauen wir uns den Preis an und ja, kostet 100 Euro. Ist im Vergleich zu den anderen, ja, ist gar nicht günstig, ist aber auch nicht extrem teuer. Ich würde sagen, mittelpreisig bis leicht teuer. Und ja, was würde ich sagen, günstig ist bis 40, würde ich sagen, Mittelpreis bis 100 und dann wird schon teuer ab 100 und ab 200 sowieso. Das braucht man eh nicht, würde ich sagen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde den Preis, ja, ein bisschen teuer, aber was soll man sagen? Mein Fazit ist, dass der Anhänger einen ganz guten, soliden Schrauber gebaut hat. Ob er jetzt wirklich 70 hat, weiß ich nicht, aber definitiv ist er ein bisschen stärker als der 1860er und
Sonst, also eben gefällt mir, dass sie einen anderen Motor eingebaut haben, dass er viel leiser ist, auch leistungsstärker als der 1860, hat man bei den Zeiten gesehen. Schaltet halt teilweise sehr früh ab, komischerweise, weiß ich nicht wieso. Aber sonst ist wirklich ganz okay, ganz gut verarbeitet, passt wirklich alles eigentlich. Gar nichts zu meckern, also bei dem passt alles. Wird ist ein bisschen teuer, aber das war's. Sonst, was habe ich zum Sagen, gar nichts mehr. Alle Aktionen sind unten verlinkt. Wenn also über Amazon bestellen, was für kein Auto steht. Und vielen Dank für das. Macht vielen Dank für das. Schaut, Kommentar da lässt, Abo da lässt, Daumen nach oben. Servus, danke, bis zum nächsten Video und ciao.